Resonanz bedeutet informell auch ein Impuls. Welche Formen hat das Formlose? Man versucht tatsächlich nach dem Krieg, nach der Stunde Null, eine Kunst zu erfinden, die bewusst nicht anschließt an das, was davor war. Weil man nichts abbilden möchte, um eben nicht mehr durch Ideologien vereinnahmt zu werden. Es ist eine Bildsprache, die abstrakt ist, aus der Hand, aus der Geste heraus. Bei K.O. Götz sind es eben die Rakelbilder. Das heißt, die Farbe wird nicht mehr mit dem Pinsel aufgetragen, sondern eben bewusst mit einem sehr unkünstlerischen Material, also mit so einem Brett eigentlich. Es geht eher darum, eine Gestik im Bild festzuhalten. Es gibt eben natürlich auch dann Vorläufer informell in den 30er Jahren. Und wir haben in der Beschäftigung mit der Sammlung immer wieder versucht zu verstehen, wie entwickelt sich das informell dann weiter und wie reagieren andere Künstlergenerationen auf diesen, eben, wie wir es nennen, informellen Impuls. Zum Beispiel Gerhard Höhme. Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass er tatsächlich eben diese Idee weiterentwickelt. Aber eben nicht als Malerei, sondern als Objekt. Also er malt ein informelles Bild mit Wäscheleinen. Oder eben ein fotografisches Bild von Wolfgang Tillmans, die eigentlich schon gar keine Fotografie mehr ist, weil sie eigentlich ohne Negativ entsteht und weil sie eigentlich hauptsächlich in der Dunkelkammer entsteht, aber wo er eben eigentlich ein Bild erzeugt, was ähnlich wie bei K.O. Götz nichts abbildet und da dieses informelle Moment weitergetragen wird. In der aktuellen Neupräsentation haben wir bewusst versucht abzubilden, wo dieser Moment eben des Abrutschens in eine Formlosigkeit als Grunderfahrung auch der Kunst nach 1945 bis heute greifbar ist.